Viele Eltern, die selbst an Allergien und Asthma leiden, fragen sich vielleicht, was kann ich tun, um mein Kind zu schützen? Kann ich irgendetwas beeinflussen, dass mein Kind vielleicht ein geringeres Risiko hat, Allergien zu entwickeln? Spielen Lebensmittel eine Rolle? Ist Impfen vielleicht ein Risikofaktor? Und diese und ähnliche Fragen wurden weltweit in wirklich vielen, vielen Studien untersucht. Und auch wenn noch nicht alles klar ist und es immer noch offene Fragen gibt, kann man ein paar verlässliche Aussagen treffen. Wo wir aufwachsen, hat einen ganz klaren Effekt. Wenn man auf dem Bauernhof aufwächst, wo es Viehwirtschaft gibt, das ist ganz wichtig, es müssen Tiere dabei sein, dann hat das einen ganz klar schützenden Effekt und das Risiko, Allergien zu entwickeln, ist geringer. Und das liegt an den Keimen, die dort in der Umwelt vorhanden sind. Und diese Keime führen dazu, dass das Immunsystem eher in eine tolerante, nicht allergische Richtung entwickelt wird. Lebensmittel im ersten Lebensjahr soll man nicht weglassen. Früher wurde gesagt, vor 20 Jahren, dass man bei allergiegefährdeten Kindern auf bestimmte Lebensmittel im ersten Lebensjahr verzichten soll. Das ist überhaupt nicht mehr so. Im Gegenteil. Inzwischen weiß man, dass sich zwischen dem 4. und dem 8. Lebensmonat ein Zeitfenster öffnet. Und in diesem Fenster kann das Immunsystem eine gesunde Toleranz gegenüber Lebensmitteln entwickeln. Und deswegen soll man auch im ersten Lebensjahr nicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Kaiserschnitte erhöhen leicht das Risiko für asthmatische Erkrankungen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass durch die natürliche Geburt einfach wieder eine Auseinandersetzung mit Keimen passiert durch das frühkindliche Immunsystem und sich eher wieder die gesunde Toleranz entwickelt. Man würde denken, dass Kindergarten- und Kita-Aufenthalte auch einen schützenden Effekt haben. Auch da gibt es viele Keime, die Kinder haben ständig Infekte und das könnte das Immunsystem in die richtige Richtung bringen. Das hat sich in Studien so nicht gezeigt. Das ist ein bisschen unterschiedlich in einzelnen Studien, aber einen klaren Zusammenhang zu einem geringeren Risiko für Allergien, Heuschnupfen, Asthma kann so generell nicht gezogen werden. Antibiotikaeinnahmen in den ersten 2 Lebensjahren erhöhen ebenfalls leicht das Risiko für allergische Erkrankungen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Antibiotika die Darmflora, die Bakterien im Darm beeinflussen. Und man weiß inzwischen, dass die Darmflora an vielen immunologischen Prozessen beteiligt ist und einen wichtigen Stellenwert hat in der Entwicklung eines gesunden Immunsystems. Jetzt gibt es einige Erkrankungen im Kleinkindalter, wo man auf Antibiotika auf keinen Fall verzichten wollte, um Schäden im späteren Verlauf zu verhindern. Aber man sollte Antibiotika in den ersten 2 Lebensjahren bei allergiegefährdeten Kindern auch nicht leichtsinnig einsetzen. Impfen, kann man ganz klar sagen, hat keinen negativen Einfluss auf die Allergieentstehung. Impfen fördert keine Allergien. Im Gegenteil, es hat sich sogar gezeigt oder es gibt erste Hinweise darauf, dass Impfen womöglich sogar die Allergieentstehung etwas vermindern kann.